Hallo, Sie interessieren sich für die Digitalisierung von Akten und denken darüber nach, Ihre Akten zu scannen. Da gibt es ein paar ganz wichtige Punkte im Vorfeld zu bedenken. Und dabei spielt es keine Rolle, ob Sie Ihre Akten selber scannen wollen oder diese Arbeit einem Scan-Dienstleister übergeben. Mein Name ist Frank Zerwinski. Ich habe 1997 die SmartStore GmbH gegründet und seitdem mehrere Millionen Akten mit meinem 60-köpfigen Team gescannt. Die Erfahrung daraus und was zu beachten ist, gebe ich Ihnen in diesem Video in Form von Tipps und Tricks. Die erste Frage, die Sie sich stellen sollten, ist die, die ich auch immer meinen Kunden stelle. Warum? Warum möchten Sie Ihre Akten digitalisieren? Denn die Motivation, warum etwas digital werden soll, beantwortet schon die nächste Frage der Dokumententrennung. Suchen Sie noch häufig da drin oder wollen Sie Platz sparen? Wenn Sie Platz sparen wollen, dann reicht es oftmals, wenn Sie einen Aktenordner als eine PDF einscannen. Das heißt, alle Dokumente befinden sich in einer PDF-Datei in der ursprünglichen Reihenfolge und Sie suchen nach dem Dateinamen. Der Dateiname entspricht dann 1:1 der Ordnerbeschriftung. Innerhalb des Ordners suchen Sie per OCR, also Texterkennung, nach einzelnen Stichworten. Oftmals wissen Kunden nicht, wie oft sie eigentlich auf Akten zugreifen. Hier ein kleiner Tipp. Es kann helfen, am Archivraum einen kleinen Zettel anzubringen und jedes Mal, wenn jemand etwas sucht, macht er einen kleinen Strich. Funktioniert auch mit einem Aktenschrank oder einem Aktenregal. Und nach 4 Wochen gucken Sie mal drauf, wie viele Striche sind denn dran. Wenn Sie nur 4 Striche in einem Monat haben, dann greifen Sie relativ selten zu, dann reicht die Archivierung als ein PDF pro Ordner. Die Digitalisierung als ein PDF pro Ordner ist aber nur eine von 3 Optionen, die man im Grunde hat, wenn man Akten digitalisieren möchte. Option 2 ist, ich archiviere nach Registern. Das heißt, mein Ordner enthält Unterteilungen, wie in diesem Fall nach A bis Z oder auch so Pappflaschen, die beschriftet sind. Dann erzeuge ich nicht ein PDF pro Ordner, sondern ich erzeuge ein PDF pro Lasche pro Register. Das heißt, es entstehen pro Ordner nicht ein PDF, sondern 12, 15, 50, je nachdem, wie viele Laschen ein solcher Ordner hat. Die PDF-Dateien werden dabei exakt so benannt, wie die Lasche beschriftet ist. Pro Register entstehen weniger Dokumente, die Suche ist schneller und der Aufwand der Digitalisierung beim Scannen ist nur minimal größer. Die dritte Variante, die sich anbietet, neben der ein PDF pro Ordner, ein PDF pro Register, ist natürlich die Variante ein PDF pro Vorgang. Das heißt, alles, was im Ordner enthalten ist, jede Rechnung, jeder Lieferschein, jeder Brief, jede ausgedruckte E-Mail wird als ein Dokument, also ein PDF gespeichert. Das ist natürlich sehr, sehr aufwendig. Es entstehen pro Ordner bis zu mehrere hundert, sagen wir mal 250, 300 PDF-Dateien. Diese müssen alle einzeln benannt werden, nach Dingen wie Betreff, Absender, Datum. Das ist relativ aufwendig. Das heißt, beim Vorbereiten der Ordner muss ich schon gucken, was scanne ich als einzelnes Dokument. Später in der Datenerfassung muss ich zu jedem Dokument diese Daten eintragen. Das heißt, der Aufwand ist erheblich höher wie bei den anderen beiden Varianten, ein PDF pro Ordner, ein PDF pro Register. Warum mache ich das? Ganz klar, da finde ich ganz gezielt Dokumente. Das heißt, innerhalb weniger Sekunden, ich kann gezielt nach einer Rechnung suchen und sofort poppt diese Rechnung auf. Ich kann auch Sammelsuchen machen, indem ich sage, zeig mir mal alle Rechnungen der Firma Meier oder alle meine Versicherungen mit dem und dem Datum. Also lange Rede, gar keinen Sinn. Die Archivierung pro Vorgang mache ich in dem Moment, wo ich tagtäglich mit meinen Dokumenten arbeite, wo ich wahrscheinlich ein DMS-System im Einsatz habe, wo ich einzelne Dokumente auch anderen Menschen zur Verfügung stellen will und so weiter. Dann lohnt sich dieser Aufwand, weil man auch gegenrechnet. Man sagt, so, den Aufwand, den ich bei der Digitalisierung betreibe, um einen Ordner vorgangsweise zu archivieren, der ist vielleicht 3-mal so hoch. Sagen wir mal, ich brauche 1,5 Stunden dafür, um einen Ordner vorgangsweise zu digitalisieren. Im Vergleich dazu, einen Ordner als ein PDF zu scannen, brauche ich, wenn ich gut bin, halbe Stunde, Stunde. Das heißt, pro Vorgang 2-, 3-mal so lang. Diese Zeit, die ich investiere beim Archivieren, 2-, 3-mal so lang, spare ich später beim Suchen.
Wenn ich also oft nach diesem Ordner oder einzelnen Dokumenten suche, und das dauert nur wenige Sekunden, ich tue das 100 Mal, dann haben sich diese 2 Stunden oder 1,5 Stunden, die ich beim Archivieren investiert habe, gelohnt. Wenn ich nur ganz selten in diesem Ordner suche, sagen wir mal einmal im Monat, und ich mache es als ein PDF pro Ordner, habe ich digitalisiert. Und es dauert, sagen wir mal, 2-3 Minuten. Ich öffne die PDF-Datei, habe 500 Seiten am Stück da drin, suche per OCR nach Stichworten und er springt die einzelnen Fundstellen ab, kann durchaus mal 2-3 Minuten dauern. Wenn ich das einmal im Monat tue oder einmal im Jahr, dann lohnt sich das. Dann muss ich nicht 2 Stunden in die Digitalisierung investieren. Wenn ich natürlich jeden Tag in diesem Ordner suche und jede Suche dauert 2-3 Minuten, das summiert sich, aufs Jahr gesehen kommen da einige Stunden zusammen. Dann macht es Sinn, einen Ordner aufwendig zu digitalisieren, sprich nach einem PDF pro Vorgang. Und ich investiere 2-3 Stunden Arbeit da drin, je nachdem, ob ich selber mache oder das weggebe. Bei einem Scan-Dienstleister kostet es natürlich entsprechend mehr Geld. Aber das macht Sinn, weil ich die vorab investierte Zeit in die Archivierung bei der späteren Recherche spare. Somit wäre die Dokumententrennung geklärt. Auf Basis der Frage, warum möchte ich meine Akten digitalisieren? Suche ich häufig? Möchte ich Platz sparen? Möchte ich meine Dokumente teilen? Möchte ich sie in ein DMS laden? Zusammenfassend, es gibt 3 Optionen. Ein PDF pro Ordner, ein PDF pro Register, sofern ich Register drin habe, und ein PDF pro Vorgang. Die nächste Frage, die Sie sich bei digitalen Akten stellen sollten, ist, wie möchten Sie mit den Dokumenten arbeiten? Hier gibt es im Grunde 2 Optionen. Das eine ist in einer sogenannten Verzeichnisstruktur. Die kann auf einer Cloud liegen, die können Sie sich lokal auf den Server oder Ihren eigenen PC einrichten oder Sie nutzen eine Software. Eine Software nennt man dabei DMS, Dokumentenmanagementsystem. Wann mache ich was? Eine Verzeichnisstruktur kann mir helfen oder nützt mir, wenn ich zum Beispiel ein PDF pro Ordner archiviere. Das heißt, ich habe lediglich die PDF-Dateien, da kann ich auch eine gewisse Verzeichnisstruktur anlegen, die orientiert sich zum Beispiel an Jahrgang, Belegart, dann pro Ordner ein Verzeichnis und darin die PDF-Dateien. Wenn ich relativ selten suche, ist das eine Ablageform, die sich sehr einem Aktenschrank oder einem Regal ähnelt. Das hilft mir, ich habe in den PDF OCR-Daten hinterlegt und kann sehr schnell nach Dokumenten suchen. Sobald ich aber öfter suche oder ich habe große Mengen an Akten und Dokumenten, die ich verwalten will, komme ich um ein DMS, also eine Software, nicht drum herum. Was bringt mir ein DMS? Ein DMS arbeitet mit sogenannten Suchmasken. Das heißt, ich kann mehrere Indizes pro Dokument angeben, kann vereinzelt danach suchen, kann die Sachen kombinieren, kann sagen, zeig mir mal alle Rechnungen der Firma Meier der letzten 5 Jahre über 5.000 €, baut mir das DMS eine Liste auf, ich klicke drauf und sehe die einzelnen Belege. Also ein DMS kommt auch zum Einsatz, wenn Sie tagtäglich mit den Belegen arbeiten und weiterhin neue Belege hinzukommen. Per E-Mail, per Scan, was auch immer. Ein DMS kann das überwachen, kann das übernehmen. Ist ein lebendes System, da arbeiten Sie jeden Tag mit. Kostet natürlich auch Geld. Fängt an mit kleinen Mietversionen in der Cloud bis hin zu On-Premise-Versionen für mehrere tausend €. Als Daumenwert können Sie sich merken, bis zu 100, sagen wir mal 500 Aktenordner als ein PDF pro Ordner brauchen Sie nicht zwingend ein DMS. Sobald es mehr Daten werden, Sie wollen aktuell damit arbeiten, machen Sie sich Gedanken über ein Dokumentenmanagementsystem. Wir bei SmartStore empfehlen hier gerne die DokuWare-Variante. Ist das Zielsystem, Verzeichnisstruktur oder DMS geklärt, bleibt die Frage, wie wollen Sie die Dokumente denn wiederfinden? Hier spricht man von den sogenannten Metadaten, also Indizes. Die Suchbegriffe, die pro Dokument erfasst werden. Und pro Dokument spielt hier keine Rolle, ob es sich um einen Ordner handelt, um ein Register handelt oder einen Vorgang. Je nachdem erfasse ich nur mehrere Daten. Hier gilt die Regel, so viel wie nötig, so wenig wie möglich. Im Idealfall können Sie ein Dokument mit einem Suchbegriff eindeutig identifizieren. Das heißt, Sie können es darüber eindeutig wiederfinden.
dann nehmen Sie auch nur diesen Begriff. Manchmal ist es eine Kombination aus zwei Indizes, beispielsweise eine Rechnungsnummer und ein Datum. Macht Sinn, wenn eine Rechnungsnummer immer im Jahr bei 0 wieder von vorne beginnt. Dann habe ich natürlich nach 2 Jahren 2 identische Rechnungsnummern, nach 3 Jahren 3 identische und so weiter. Da macht es Sinn, eine Kombination zu bilden, dass ich das Datum dazu nehme. In der Regel sagt man, zwischen 3 und 5 Felder sind ideal, um ein Dokument schnell und eindeutig recherchieren zu können. Wenn Sie mehr Felder nehmen, besteht auch die Gefahr, dass Sie die Personen, die nach Dokumenten suchen, wenn nicht nur Sie alleine damit arbeiten, verwirren. Je mehr Auswahl Sie bieten, desto schwieriger kann es sein, ein Dokument eindeutig zu finden. Wenn ich diese Felder identifiziert habe, wonach ich meine Dokumente finden möchte, als Tipp, Ordner Rückenbeschriftung, was steht drauf? Wenn jemand einen Ordner sucht, Jahrgang, Abteilung, von bis, das sind schon mal die Begriffe, die Sie übernehmen sollten. Setze ich ein DMS-System ein, ist jedes dieser Begriffe ein einzelnes Datenfeld, was ich an das DMS liefere. Wenn ich die Verzeichnisstruktur wähle, also kein DMS einsetze, sondern rein PDF verwalten möchte, kann ich auch diesen Begriffen auch eine Verzeichnisstruktur aufbauen. Hier ist der ganz klare Tipp, wenn Sie es nach Abteilungen oder Belegarten machen, das ist die übergeordnete Begriff, beispielsweise Buchhaltung, Lager, Produktion, darunter die Jahreszahl, nicht umgekehrt, denn wenn Sie die Jahreszahl in der zweiten Ebene haben, können Sie später, wenn Dokumente nicht mehr aufbewahrt werden müssen, einfach das ganze Jahr löschen. Haben Sie die Jahreszahl da drüber, löschen Sie gleich die ganze Abteilung. Macht keinen Sinn. Diese Metadaten, also Indizes, sind nicht zu verwechseln mit OCR und Texterkennung. Eine OCR und eine Texterkennung können Sie sich vorstellen wie ein Stichwortverzeichnis in einem Buch. Sie haben ein Buch zu Ende gelesen und denken, irgendwo ging es in diesem Buch mal um eine Waschmaschine. Dann gucken Sie im Stichwortverzeichnis unter W, Waschmaschine. Wenn Sie Glück haben, steht es drin und man wird Ihnen sagen, auf Seite 12 und Seite 318 kommt das Wort Waschmaschine vor. Ähnlich funktioniert eine OCR. Eine OCR weiß, wo ein Wort steht. Zu 99% wird auch jedes Wort erkannt, aber Sie können auch Pech haben und ein Wort wird nicht erkannt. Wenn Sie aber Dokumente gezielt und zuverlässig finden wollen, brauchen Sie diese eindeutigen Indizes. Bei Rechnungen sind es zum Beispiel Rechnungsnummern oder Absender. Das sind Dinge, die brauche ich, um ein Dokument gezielt zu finden. Eine OCR, Volltexterkennung, hilft mir, mich in großen Dokumenten zu orientieren und nach einzelnen Stichworten zu suchen. Und jetzt ein kleiner Tipp. Scannen oder lassen Sie auf jeden Fall immer den Ordner Rücken mit scannen und speichern ihn als eigenes PDF. Das hilft ganz vielen Benutzern bei der Orientierung und Wiedererkennungswert, um Dokumente zu finden. Kommen wir zum nächsten Punkt, über den Sie sich Gedanken machen sollten. In welchem Format möchten Sie die Dokumente speichern? Sicherlich werden Sie jetzt sagen, na klar, PDF. Ja, PDF bietet sich an, denn im PDF kann ich auch die sogenannten Volltextdaten mit speichern. Man nennt das auch ein voll indiziertes PDF. Das heißt, nach Öffnen der PDF-Datei kann ich nach einzelnen Stichworten innerhalb der Datei suchen, über die Funktionen bearbeiten, suchen und so weiter. Aber auch hier gibt es verschiedene Formate. Es gibt das normale PDF-Format, das setzen Sie ein, wenn Sie gegebenenfalls die Dateien noch verändern wollen, Notizen anbringen, drin rummalen, was auch immer. Es gibt aber auch das PDF-A-Format. Das PDF-A-Format ist revisionssicher. Das heißt, es ist vom Finanzamt, vom Gesetzgeber zur digitalen Langzeitarchivierung anerkannt. Denn das PDF-A-Format können Sie nicht verändern. Da können Sie nicht drin rummalen, irgendwelche Texte ändern. Es beinhaltet auch die Volltexterkennung OCR, aber ich kann es nicht verändern. Wenn ich es verändere, wird ein gewisser Stempel in der Datei verändert. Also die kriminelle Energie ist nicht zu bremsen. Ich kann so ein Ding verändern, aber dieser Stempel wird verändert und signalisiert, aha, diese Datei wurde manipuliert. Andere Formate wie JPEG, TIFF, BMP ganz alt,
Kann man auch machen, hat mit revisionssicher, mit Archivierung nichts zu tun. Also machen Sie sich Gedanken, PDF-Dateien im Privatbereich reicht das sicherlich. Als Geschäftsbetrieb sollten Sie immer mindestens PDF-A nehmen. Auch dort gibt es hier noch Unterschiede mit PDF A2 und so weiter. Möchte ich hier nicht weiter darauf eingehen, würde zu lange dauern. Wenn Sie daran Interesse haben und genauer informiert werden wollen, schicken Sie mir eine Mail, sprechen Sie uns an, erkläre ich Ihnen gerne. Das waren schon mal sehr, sehr wichtige Punkte, die wir bis hierhin geklärt haben. Dokumententrennung, Indizes, Dateiformat. Aber es gibt auch noch weitere Kleinigkeiten. Sind Urkunden vorhanden mit Ösen und so weiter. Wenn Sie einen Einzugsscanner benutzen, können Sie die damit nicht scannen. Machen Sie sich, oder auch der Scandienstleister kann die nur schwer scannen. Machen Sie sich Gedanken, wie ist damit zu verfahren. Dürfen diese Ösen gelöst werden? Können diese Urkunden durch einen Einzugsscanner verarbeitet werden? Oder dürfen diese Bindungen nicht gelöst werden und Sie möchten wahrscheinlich sogar diese Urkunden im Original zurück? Ein wichtiger Punkt, den Sie vorher klären sollten, sind gebundene, gesiegelte, geöste Urkunden vorhanden. Genauso ist es mit Briefumschlägen. Haben Sie in Ihren Ordnern Briefumschläge? Wollen Sie die öffnen, müssen die geschlossen bleiben. Manchmal gibt es Briefe, die zurückkommen, weil der Absender verzogen ist. Dann ist ein kleiner gelber Aufkleber drauf. Dann ist es schon wichtig, dass diese Dokumente, diese Briefe nicht geöffnet sind. Das ist ein Nachweis. Sie haben es verschickt. Absender hat es nicht bekommen, hat es nicht gelesen. Ist das irrelevant? Können die Briefe geöffnet und deren Inhalt gescannt werden? Kleinigkeiten, aber auch darüber sollten Sie sich Gedanken machen. Die Frage der Urkunden bringt uns zwangsläufig zum nächsten Punkt. Was geschieht denn mit den Originalen nach dem Scannen? Sollen die vernichtet werden? Möchten Sie die vernichten? Wollen Sie die weiter aufbewahren? Bei Urkunden ist es so, die möchten Sie zurück, soll der Rest vernichtet werden? Also eine ganz wichtige Frage, über die man sich vor dem Scannen Gedanken machen sollte. Grundsätzlich erlaubt der Gesetzgeber, dass Sie alles, was Sie digital archiviert haben, nach gewissen Regeln auch vernichten dürfen. Diese Regeln werden in der Revisionssicherheit erläutert. Können Sie sich gerne bei uns informieren, ist ein eigenes, sehr großes Thema. Merken Sie sich einfach, nach gewissen Regeln archiviert, digitalisiert, darf grundsätzlich in Deutschland alles vernichtet werden. Ausnahme besagte Urkunden, Notarsurkunden und so weiter. Und gerade hier ist es wichtig, wenn die Teil eines Ordners sind, was geschieht damit? Wenn der Rest vernichtet werden soll und die Urkunden zurückgeliefert werden sollen, aber alles soll in Originalreihenfolge im Ordner enthalten sein, muss man sich im Vorfeld Gedanken machen, einem Scan-Dienstleister wie uns, SmartStore, Bescheid geben oder selber beim Scannen entsprechend darauf achten, dass ich Flachbettscanner einsetze und nicht nur Dokumentenscanner. Wenn Sie Belege vernichten wollen, tun Sie dies zwingend mit einem zertifizierten Partner. Stellen Sie die nicht in die blauen Tonne an die Straße oder Gummiband drum, bei uns wird es ja abgeholt oder zu Ostern ins Osterfeuer. Wobei das würde vielleicht noch gehen, weil es dann wirklich unwiederbringbar vernichtet wurde. Aber genau das ist das, wo ein zertifizierter Dienstleister, wie zum Beispiel unser Partner Documentus, sich darum kümmert. Es gibt da eine sogenannte DIN-Norm, DIN 66399. Das bedeutet, da gibt es verschiedene Stufen, 1, 2, 3, 4. Je höher die Stufe, desto feiner wird eine Akte vernichtet. Das heißt, die Schnipsel, die erzeugt werden, werden immer kleiner. Und danach werden diese Schnipsel sogar noch verwirbelt und dann zu einem Ballen gepresst. Das Ganze wiederherzustellen ist nahezu unmöglich. Das nennt man eine zertifizierte Vernichtung. Da bekommen Sie bei einem Partner wie Documentus auch ein Zertifikat drüber. Wenn wir das übernehmen für unsere Kunden, arbeiten wir mit Documentus und erstellen auch ein entsprechendes Zertifikat. Merken Sie sich, blaue Tonne ist keine Vernichtung, Osterfeuer vielleicht. Kriegen Sie nur kein Zertifikat drüber. Möchten Sie die Dokumente nicht vernichten, gibt es auch hier zwei Optionen. Option 1: So wie das Papier aus dem Scanner gekommen ist, wird es gebündelt, meinetwegen mit einem Gummiband. So machen wir das bei SmartStore und legen es in den Originalordner lediglich hinein. Kommt in eine Box. Ich dokumentiere, welche Papiere, welche Ordner ist in welcher Box. Lagere ich ein, stelle mir in irgendeine Ecke. Für den Fall der Fälle kann ich das Original wieder raussuchen. Ich habe es ja, ich finde den Ordner anhand der Liste, blätter durch, finde das Dokument, alles gut.
brauchen Sie nämlich nur im Ernstfall. In Deutschland ist es so, dass Gerichte mittlerweile digitale Daten auch anerkennen. Erst wenn der Gegenseite nichts anderes mehr einfällt, wird angezweifelt, ob das Dokument digitalisiert auch wirklich in Ordnung ist. Dann brauchen Sie in ganz seltenen Fällen ein Original, sprich weiteres Aufbewahren, wenn es wirklich sein muss, als Bündel, im Ordner, im Karton, in der Box, im Lager, reicht völlig aus. Wenn Sie der Meinung sind, Sie haben so hochwichtige Dokumente und Sie wollen aus welchen Gründen auch immer damit noch arbeiten, können Sie das Ganze natürlich auch zurückheften, wieder in die Lochung zurück. Ist ein weiterer Aufwand, den Sie selber betreiben, oder wenn wir als Scan-Dienstleister das machen, dauert es nochmal 5 bis 10 Minuten, kostet ein paar Euro, liefern wir dann zurück. Und Sie können es natürlich dann alles einlagern, ob als Bündel oder zurückgeheftet. Auch sowas bieten Partner wie Documentus und wir selber auch an, dass wir Langzeit auf Jahre hinaus die Originale noch weiter aufbewahren. Wann kann das der Fall sein? Wenn Sie Zollpapiere haben, wenn Sie viele Urkunden haben, mag es Sinn machen, das weiterhin aufzubewahren. Aber eigentlich gibt es kaum noch Belege, Dokumente, die vom Gesetzgeber lang im Original vorgehalten werden müssen. Also Digitalisierung macht Sinn, weil Sie danach auch das Papier vernichten dürfen. Sie sparen Platz. Das sollte einer der großen Gründe der Digitalisierung sein. Fassen wir bis hier noch mal ganz kurz zusammen. Wir stellen uns als erstes die Frage, warum wollen wir archivieren? Das klärt dann die Dokumententrennung. Das Zielsystem haben wir besprochen, DMS oder Verzeichnisstruktur, OCR eigentlich immer, da brauchen wir nicht drüber reden. Wir haben darüber gesprochen, welche Indexfelder benötigen Sie, um sie an ein DMS zu liefern oder im Dateinamen, um die Dokumente schnell wiederzufinden. Wir haben darüber gesprochen, was ist mit Sonderfällen wie Urkunden. Und wir haben geklärt, dürfen Sie die Originale vernichten oder nicht. Kommen wir jetzt zu den Fragen, die Sie vielleicht gleich am Anfang dieses Videos erwartet haben. Wie scanne ich? Welche Auflösung? Welches Format? Schwarz-Weiß oder Farbe. Heutzutage wird zu 99% in Farbe gescannt. Warum? Ja, Farbe benötigt mehr Speicher wie Schwarz-Weiß, aber Speicher kostet heutzutage kaum noch Geld. Es wird in der Cloud gespeichert oder auf Servern. Der Speicherunterschied zwischen Schwarz-Weiß und Farbe ist gar nicht so groß. Gönnen Sie sich Farbe, es ist angenehmer fürs Arbeiten, es ist schöner für die Augen. Schwarz-Weiß spart bei großen Dokumentenmengen natürlich erheblich mehr Platz. Hier noch ein kleiner Tipp. Ein Ordner mit 430 Blatt in Farbe kann durchaus 150 MB groß werden. In Schwarz-Weiß reden wir über 60 MB. Das Problem ist nicht unbedingt der Speicher, den Sie haben, sondern wenn Sie es übers Netzwerk ziehen. Einmal drüber nachdenken. Und natürlich die Frage, in welcher Auflösung wird gescannt. Was bietet sich denn da an? Was heißt überhaupt Auflösung? Angegeben wird das in dpi, Dots per Inch. Das heißt, wie viele Punkte pro Inch werden abgetastet. Was bietet sich hier an? Es sind Auflösungen angefangen bei 100 dpi, 150, 200, 300, 400 bis maximal 600 dpi. Und hier mal ein kleiner Hinweis aus der Rubrik Nerdwissen. Fast alle Drucker in diesem Land drucken mit 300 dpi. Was heißt das? Wenn ich es mit 300 dpi ausdrucke, macht es relativ wenig Sinn, es mit 400 oder 600 dpi wieder einzuscannen, denn es entsteht nicht mehr, wie vorher vorhanden war. Also, Praxistipp, 300 dpi reichen maximal aus. Wenn Sie Ihre Dokumente zu einem Scan-Dienstleister wie uns bei SmartStore geben, wir setzen solche Hightech-Scanner ein. Wir erreichen mit 200 dpi eine Qualität, die kaum andere Scanner erst bei 300, 600 dpi erreichen. Was Sie wissen müssen ist, dass der Speicherbedarf unproportional steigt. Scannen Sie einen Ordner in Farbe mit 200 dpi, sind es 60, 80 MB. Bei 300 dpi können das ganz schnell 150, 160 MB werden. Also drüber nachdenken, 200 dpi kann reichen, sollte reichen, 300 dpi ist auch noch okay. Ab 300 macht es keinen Sinn, unter 200 macht es auch keinen Sinn, wird viel zu schlecht.
Und damit haben wir uns eigentlich schon fast durch die wichtigsten Dinge gekämpft, über die Sie sich Gedanken machen sollten, wenn Sie Ordner scannen oder scannen lassen wollen. Und das ist der Punkt. Letzte Frage, selber scannen oder einen Scandienstleister beauftragen. Unterschätzen Sie das selber Scannen nicht. Ein durchschnittlicher Ordner hat 430 Blatt und da lassen Sie sich von niemandem etwas anderes erzählen. Wir haben diese Auswertung über 2 Millionen Ordner getätigt und der Schnitt liegt bei 430 Blatt. 433, um genau zu sein, aber wir wollen hier nicht kleinlich werden. Diese Ordner zu scannen bedeutet auch, sie im Vorfeld vorzubereiten. Tackernadeln entfernen, Risse kleben, Falten glätten, Rückseiten, Post-its abmachen. Kann bei einem Ordner durchaus 30 Minuten dauern. Je nachdem, welchen Scanner Sie dann einsetzen, dauert es auch noch mal 30 Minuten bis 60 Minuten, bis Sie den gescannt haben. Sagen wir mal bummelig 1,5 Stunden pro Ordner, wenn Sie es selber machen. Wenn Sie selber 2 bis 3 Ordner haben, bitte schön gerne. Ich glaube, das kriegt jeder selber hin. Sobald es mehr wird, spätestens ab 10 Ordner, 20 Ordner, 50 Ordner, macht es Sinn, darüber nachzudenken, die Akten extern digitalisieren zu lassen. Wir bei SmartStore bieten so etwas an. Wir arbeiten hier mit 60 Mitarbeitern und scannen bis zu 300 Aktenordner am Tag. Ungefähr die Menge 3 bis 5 Millionen Seiten pro Monat. Kleiner Insider-Hinweis, wir sind ja auf YouTube hier unter uns. Wir bei SmartStore berechnen zwischen 25 bis 30 Euro pro Ordner, wenn wir den für Sie digitalisieren, inklusive aller Tätigkeiten, aufbereiten, scannen, Daten erfassen, in die Cloud stellen, Texterkennung, alles rundum Sorglos-Paket. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte Ihnen ein paar wertvolle Tipps geben, wenn Sie über das Thema Aktenarchivierung nachdenken wollen. Wenn Sie unsere Tipps und Checkliste noch einmal bekommen möchten, kommentieren Sie hier unter dem Video oder gehen auf www.smartstore.de und schicken uns eine E-Mail. Vielen Dank und bis bald.